der Mutter die Tochter getrennt? Hat er von der Tochter die Mutter getrennt? Hat er einen Gefangenen nicht freigelassen, einen Gefangenen nicht gelöst? Hat er einen Eingekerkerten das Licht nicht schauen lassen? Hat er bei einem Gefangenen fange ihn gesagt? Gegen die zurzeit berufslose Anita G., geboren am 2.4.1937, zurzeit ohne festen Wohnsitz, ledig, nicht vorbestraft, wird das Hauptverfahren vor dem Amtsgericht in Braunschweig eröffnet, weil sie hinreichend verdächtigt ist, zu Braunschweig in der Zeitform durch eine selbstständige Handlung eine fremde bewegliche Sache in der Absicht, sie sich rechtswidrig zuzueignen, fortgenommen zu haben, indem sie eine der Angelika Huss gehörige Strickjacke aus deren Spind an sich nahm und die darin befindlichen Gegenstände ebenfalls an sich brachte. Vergehen strafbar gemäß § 242 StGB eine richterliche Unterschrift. Anita G., 22 Jahre alt. Ja. Sie sind herübergekommen. Sie kommen aus der Gegend von Leipzig. Dort sind meine Eltern. Sie selbst sprechen aber nicht so. Nein. Wann sind Sie rübergekommen? 1957. Sie behaupten nach Aktenlage, Ihre Großeltern seien 1938 geschädigt worden. Ja. Sie sind also Jüdin. Jawohl. Wollen Sie sagen, dass das, was Sie als Kind frühestens 1943, 44 wahrgenommen haben können, irgendetwas mit der Gegenwart zu tun hätte, mit Ihrer gegenwärtigen Lage? Nein. So lassen wir das liegt zurück. Was war mit Ihren Eltern? Sie kamen 1945 zurück und bekamen die enteigneten Fabriken zurück, die sie dort hatten. Ist das wahr? Wenn ich es Ihnen sage. Was hatten Sie? Ich ging in die Schule. Vor 1945 waren Sie von der Schule teils ausgeschlossen. Ja, jetzt ging ich aber zur Schule bis 1952. Haben Sie Abitur? Nein. Was taten Sie dann? Ich war in Zerbst als Telefonistin tätig. Ich wollte gern etwas lernen. Ja, warum gaben Sie das auf? Ich hatte plötzlich Angst und ging in die Westzone. Was heißt Angst? Aufgrund bestimmter Vorfälle? Aufgrund früherer Vorfälle. Ach, Sie meinen die bewussten aus dem Jahre 1943, 44? Das glaube ich nicht. Nach der Lebenserfahrung wirkt das bei jungen Leuten nicht nach. Ich fühlte mich nicht sicher. War es nicht vielmehr so, dass Sie sich hier bessere Chancen ausrechnen? Ja, so war es. Dann gingen Sie in städtische Dienste in Braunschweig. Ich wurde Krankenschwester in Braunschweig. Hier beginnen Sie die vorliegende Straftat. Zur Sache. Kommen Sie doch mal her. Und legen Sie die Hände hier ruhig auf den Tisch und seien Sie ganz ruhig. Ja. Sie sagten, Sie waren ganz durcheinander. Was wollen Sie damit sagen? Sie mussten sich doch sagen, dass das auffallen musste. Nur Sie konnten diese Weste oder Jacke weggenommen haben. Haben Sie denn gefroren? Ja. Aber es war doch Sommer. Ich friere auch im Sommer. Das ist aber nach der Lebenserfahrung ungewöhnlich. Sie mussten sich doch sagen, dass diese Wolljacke nicht in Ihrem Besitz bleiben würde. Also ich lese hier, das Kleidungsstück wurde in nicht verstecktem Zustand gefunden. Haben Sie den gestohlenen Gegenstand nicht versteckt? Hielten Sie das nicht für nötig? Ja, hatten Sie denn kein schlechtes Gewissen, dass Sie einer Arbeitskollegin eine Jacke weggenommen haben? Hatten Sie eine innere Hemmung zu überwinden? Das war ganz gefühlsmäßig. Nun, also, das ist nicht abschließend festzustellen.
Wenn sie den Pullover in die Wohnung einbrachte, hat sie dann die Gewahrsam aufgegeben oder nicht? Ich meine, die Geschädigte. Gewahrsam eines anderen. Der andere braucht nicht der Eigentümer zu sein. Gewahrsam ist das tatsächliche Herrschaftsverhältnis, kraft dessen der unmittelbaren natürlichen Herrschaftseinwirkung auf die Sache unter Ausschluss anderer keine Hindernisse entgegenstehen. Dies ist nach den Erfahrungssätzen des täglichen Lebens zu beurteilen, nicht nach dem BGB, das auch Besitz ohne tatsächliche Herrschaft kennt. So hat der Besitzdiener, wie die Hausangestellte, keinen Besitz, aber Gewahrsam. Der Erbe Besitz, aber nicht Gewahrsam, sodass an Sachen des Erblasses vor tatsächlicher Inbesitznahme durch einen anderen unterschlagen nicht Diebstahl möglich ist. Auch der mittelbare Besitzer hat keinen Gewahrsam, so insbesondere bei Übergabe von sogenannten Transaktionspapieren. Ob die Möglichkeit tatsächlicher Herrschaft gegeben ist, ergibt die Anschauung des täglichen Lebens. Ein Mammut, das im Eise steckt, hat unser Walter hier entdeckt. Jetzt aber plötzlich aufgewacht, hat es die Augen aufgemacht und rief, vergnügt trotz hohem Alter, »Ei, guten Morgen, lieber Walter!« Nun kam auch Eduard mit der Geich und spielte einen Walzer gleich. Das Mammut machte Schritt vor Schritt, der Walter, der ging mutig mit. So tanzten sie vergnügt und lang. Das liebe Mammut aber sang, »Nun sind wir müd, nun sind wir heiß. Jetzt essen wir Vanilleeis und Riesen-Urwälzbiskuit. Die brachte ich aus der Eiszeit mit.« Das Gericht kann den zu zeitiger Freiheitsstrafe Verurteilten mit seiner Zustimmung bedingt entlassen. Die Bewährungszeit darf die Dauer des Strafrestes nicht unterschreiten. Bei uns geben die Strafrichter für 6 Monate Strafrest 2 Jahre Bewährung. Hat die Verurteilte keinen eigenen Wohnsitz, so werden wir uns bemühen, sie in unsere Gemeinschaft aufzunehmen. Leider geschieht das nicht überall, denn es erfordert Idealismus. Guten Tag, Anita. Ich sehe, es geht Ihnen gut. Ich bin froh, Sie so glücklich zu finden. Ich sprach mit Ihrem Vorgesetzten. Danken Sie Gott, dass wir für Sie eine so angenehme Arbeit gefunden haben. Finden Sie, dass Sie es verdient haben? Reden Sie noch so oft wie mit mir während der Haft? Ich möchte nur das Gute. Mein Herz freut sich, das Gute zu tun. Lassen Sie uns dankbar sein, dass wir für Sie eine Arbeit, und zwar eine ziemlich gute Arbeit, gefunden haben. Was nennen Sie eine Gefahr? Gefasst zu werden. Wer will Sie fassen? Die Polizei, Nennen Sie die Ursache dafür. weil ich gestohlen habe. Bilden Sie einen anderen Begriff. Enteignung. Wie in der Zone. Wer stiehlt, wird enteignet. Sie wissen selbst, dass das nicht stimmt. Bilden Sie einen anderen Begriff. Bewährung, Was verstehen Sie darunter? wenn man sich bessert. Sehen Sie, das ist gut so. Bilden Sie einen weiteren Begriff. Gutes tun. Was verstehen Sie unter Gutes tun? Eine gute Tat. Was ist gut? Das, was gut tut. Das ist nicht ganz richtig. Möchten Sie nicht herunterkommen und mit uns Tee trinken? Wenn Sie hier durch sind,
sind Sie auf einmal durch. Dann haben Sie es hinter sich. Wir werden es schon schaffen. Nun wollen wir mal ganz zuversichtlich in die Zukunft blicken. Nun wollen wir mal ganz zuversichtlich sein. Mein liebes Kind, jetzt machen Sie sich einen schönen Abend. Jetzt machen wir es uns recht gemütlich. Was wollen Sie denn mit Ihrer Wenn sogenannten das eine nicht Freiheit wahr ist, ist das anfangen? andere Friede Damit und kann man doch Ruhe. gar nichts Sie haben anfangen. Aber zur betrogen, gleichen also Zeit noch kann etwas, das welches ist nicht ein Freiheit, Unfriede die wir und hier im Streit Westen ist. meinen. Das Denn es ist vom ja Sagen nichts Sie da, mehrmals damit zu laut. streiten. Die Freiheit, die Was ich ist es meine. denn? Sagen Sie mal, Die wir alle hier meinen. heißt das der Mensch oder das Mensch? Der Ekel Nichts, oder das Ekel? nichts. Wenn ich hier so sitze, Daher setzt uns jeder die Furcht palavert, auf jeder das Schiff der palavert Reue und der und führt uns über Unglückswurm das sitzt Meer da, dann muss dieses ich mal an den Lebens Satz und denken. Nun geleitet seien uns Sie doch zum ruhig göttlichen vielleicht. Hafen der Liebe, den jene das jetzt erreichen, die alles? sich mit der Reue plagen. Wenn wir eben und zugehört Sagen Sie hätten, dann bitte würden nicht, Sie mich was nicht schon soll wieder dann unterbrechen. Reue, Ist denn das alles Daher christlich? musst du dich um all das Gott Gesagte noch mal. ernsthaft bemühen, um ruhig und sanft zu werden. Was ist ein Tschecher? Früher dachte ich Tscheche. Aber Tschecher ist etwas anderes im eigentlichen Wertsinn. Sehen Sie, wenn heute jemand Sehen Sie, fromm wenn heute ist, so jemand meint fromm man ist, gleich, so meint er man ist gleich, er ist Plemplem. Plemplem. Aber besuchen Sie In uns unserem einmal. Pfarrhaus kann man Tennis In spielen, unserem Pfarrhaus lesen, kann man Schach Tennis spielen, und lesen, Fernsehen. Schach spielen und Fernsehen. Es geht hier um Schallplatten. Und was ist darauf? Fremdsprachen. Das ist doch etwas Gutes. Ja, natürlich, das ist was Gutes für die Leute. Sie lassen hier unterschreiben. Es ist etwas kompliziert. Hier unterschreiben. Nein, nein, hier unten. Das füllen Sie nachher aus und das muss erfragt werden. Ja. Sie erhalten 25% vom Auftrag. Und die Leute zahlen ihre Raten nachher. Ich würde Ihnen sagen, es verteilt sich auf 36 Raten, tut also nicht viel. Genauso müssen Sie sagen. Die lernen dafür. Wenn Sie nicht zahlen, Erhalten Sie einen Zahlungsbefehl postwendend. Gegenstand unseres Unternehmens ist der Vertrieb einer handlichen Schallplattenkassette für Fremdsprachen mit 36 Platten. Wir haben sonst keine Frauen, sondern Vertreter mit Krawatten an. Durchaus seriös. Unser bester Vertreter hatte einen amerikanischen Wagen. Angestellte sind zu pingelig, liebe Arbeiter zwischen 20 und 30. Sie wollen sicher Ihre Chancen verbessern. Sie zahlen jetzt etwas mehr dafür, haben aber später etwas mehr davon. Das sagen Sie ihnen. Is there a train to Birmingham in the morning? Yes, at 11:25 a.m. Und zwar handelt es sich hierbei um eine... Have you anything to declare? Und Ihr Beruf ist? Zurzeit kaufmännischer Lehrling der Speditionsbranche. Da sehen Sie, hätten Sie ganz andere Aufstiegsmöglichkeiten. Also glauben Sie, dass Sie irgendwie Interesse hätten? Ja, für Englisch nicht direkt. Also wir haben auch Spanisch, Wir haben- Französisch, Japanisch, Russisch. Sollen wir Ihnen irgendwie eine Platte mal gleich so mit dabei Nein, senden? nein, nein, Noch nein, nicht. nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Überall, wo mehr Werktätige strömen. Manchmal können Sie sich auch aufstellen in der Nähe von Vergnügungslokalen. Sie müssen sich den Ausweis zeigen lassen, wenn zu vermuten ist, dass die Betreffenden zu jung, das heißt unter 21 Jahren sind. Ja. Sonst sind Sie gut. Hier sind Broschüren und Heftchen, in denen nochmal steht, was die Schallplatten bringen.
Gehemmte können Sie ansprechen mit dem Satz: Damit kriegen Sie einen neuen Anfang. Auch Hausfrauen für ihre Kinder und Enkelkinder. Wir haben auch eine Pädagogin, eine Studentin engagiert, die feststellen sollte, ob die Sache für einfache Leute vollziehbar ist. Diese Adresse gibt es nicht. Das könnte ich mir aber gar nicht erklären. Sie dürfen einen Vertrag nicht einfach selber ausschreiben. Ich möchte einen Pelz, den weißen Fenster. Den weißen, einen Augenblick, bitte schön. Nehmen Sie mir bitte mal den Mann. Danke. Sie sind sich darüber im Klaren, dass es ein reiner Abendmantel ist? Möchten Sie gerne rauchen? Ich habe hier einen sehr schönen jugendlichen Palo-Persianer-Mantel. Schön. Das ist ein blonder Persianer, genauso wie die grauen Naturpersianer und die braunen Naturpersianer gezüchtet in jahrelanger Arbeit. Das ist ein jugendlicher Mantel und für den Zweck, für den Sie ihn benötigen, bestimmt besser geeignet. Ich zeige Ihnen hier einen sehr schönen Umhang von sibirischen Kronenzobel. Hier sehen Sie auch die Felle im Einzelnen. Das sind noch schöne, ganz in Blau. Es gibt eine sehr schöne Jacke. Nutria, Biber, Otter in sehr feinen Qualitäten. Da gibt es virginische Ottern, da gibt es südamerikanische Ottern und gibt die ganz feinen Arianas. Das sind die teuersten. Wegen des Restes sagte Anita, hierfür bürgt mein Chef. Ja. Aber entschuldige, das ist doch nicht. Der braucht sich doch nicht aufzuregen, wenn man rauchen. Aber das kann ich doch regeln, das ist doch kein Problem. Also das kannst du machen nicht. Ja, das ist es ja. Ja, wir wollten doch alles hier machen. Das können wir tun. Naja, nachher. Wer ist die Rothaarige? Das ist nichts Besonderes. Ach, da kann ich ja nur lachen über all die schönen
Liebster. Ja? Liebst du mich? Natürlich. Wirklich? Um seiner Frau zu beweisen, dass nichts gewesen wäre, sagte der Chef, damit du mir glaubst, werde ich sie anzeigen. Dann das Bad, dann Fußboden, überhaupt das ganze Zimmer sauber halten. Zimmermädchen, Hausdamen, Portiers, Empfangsherren, Hausdiener, Telefonisten. 16 Jahre bin ich in diesem Beruf. Ich war in Australien, die Schweiz, Frankreich, Belgien. In Anfang habe ich als Ingenieur, als Maschineningenieur studiert und nach einer Zeit habe ich mich umgestellt. Und in diese Branche. Wir wurden befreit von den Russen. Ich meine, vielleicht tue ich euch langweilen. Nee, nein. Die sind reingekommen, das war in Reichenbach, Langbillau. Ist die Wache, haben sich umgekleidet von SS-Uniformen in die Wehrmacht. Denn die Wehrmacht wurde ein bisschen unter andere Auge genommen. 9 Uhr sind die weg von Lager, 3 Uhr sind die Russen reingekommen, haben die Zwischenzeit erwischt, einen Teil von die Wache, welche ausgerückt sind. Die haben die Leute in die Lager reingebracht. Wir waren 1500 Mann in diesem Lager. Und haben gefragt, kennt ihr die? Sagte, ja, der war ein Wachmeister, der war ein Wachmeister. Er hat uns eine Pistole gegeben und hat gesagt, na, knall ihm hin. Sagt einer zum Zweiten, nein, soll einer ins Zweiten schießen. Also dann hat man zwischen unsere 1500 Leute, könnten Sie keinen finden, wer den Mut gehabt hat, eine Pistole nehmen von Russen und hinschießen, jemanden hinknallen. Also das ist einfach nicht wahr, dann suchen Sie sich doch für Ihren Schindlohn wen anders. Ich habe den ganzen Morgen in Zimmern sauber gemacht, ich bin's wirklich nicht gewesen. Also ich habe nun wirklich in einer ganzen Reihe von Fällen etwas weggeholt, aber hier nicht. Wo ist mein Koffer, bitte? Den
Den haben Sie wohl rausgenommen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Das können Sie einfach in ein Zimmer reingehen und einen Koffer rausholen. Tue ich auch. Man kann den Menschen nicht einfach was wegnehmen, Doch, nee? das kann man in dem Fall, wenn man das was können zu holen Sie. hat. So wie eine Klucke hier sitzen und auf alles aufpassen und im Haus darf man Durchaus überhaupt nicht nichts machen. alles. Erstens kommen Sie schon mal rein und klopfen nicht. Das ist schon Ja, ich meine, wenn man einen Koffer weggenommen kriegt, wird man ja nicht mit bei der feinen Dame auch noch anklopfen und sagen, ach, wie schön, ja. Sie ja Warum, nur was weggenommen. haben Sie sich dabei gedacht? Da habe ich mir dabei gedacht, dass ich vielleicht die rückständige Miete ein bisschen Was heißt schneller rückständige bekomme, Miete? weil wir Ach, Koffer das ist vielleicht ein bisschen brauchen, zu ehe Sie viel, wieder was? weggehen. Kommen Sie, ich habe 3 Monate gesagt, dass ich die Miete im 3. Monat zahlen werde. weil ich am letzten Nein, das Jahr fantasieren Sie. Idee. Friedrich der Große, als einer von den Hohenzollern. Sein Vater, sein Großvater, Kaiser Wilhelms. Dann kommt schon der 30-jährige Krieg. Mhm. Das ist nicht dasselbe? Hast du schon mal was von Cappucci gehört? Von was? Hast du im Ernst noch nichts von Cappucci gehört? Nee. Im Ernst nicht. Als die alle zurückkamen aus dem Ersten Weltkrieg, da war doch in Deutschland so eine gewisse Revolution.
Mhm. Und da kamen die Freimaurer oben von Königsberg runter und es ging bis Berlin und in München und überall entstanden revolutionäre Truppen. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht haben Sie es übersehen. Oder Sie haben alles umgegraben und das ist nach 45 wieder restauriert worden. Glaube ich nicht. Sie hätten die Steine nicht so wieder hingekriegt. Jetzt gegen Abend wird der Tag wieder schön. Ich will ja lernen. Aber es ist unmöglich zu lernen, nicht zu lernen. Aber du kannst doch ganz einfach nicht lernen. Dann kann ich aber immer noch lernen, verstehst du? Kein Mensch kann lernen, nicht zu lernen. Gehst du noch in die Schule? Ja? Lernst du das da? Nein. Glück und Frieden sei mir beschieden. Vir Magnifice Spectabiles, meine Damen und Herren. Scham und Normenkontrolle sind zwei Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens, deren Zusammenspiel
jedermann für selbstverständlich halten wird. Und da versucht sich Polossow aus der Affäre zu ziehen, dass er einen Unterschied zwischen Aischron und Kakon macht und sagt also, wenn man auf das Aischron blickt, dann muss man schon zugeben, dann ist das Unrecht tun. Steht also schlechter da als das Unrecht leiden. Ich weiß, es ist als Aischron in der Sphäre, nicht wahr, des Geltens und der sittlichen Anschauung, da steht das schlechter da, aber in Bezug auf die eigentliche Geltung, also auf den Egoismus, da ist es umgekehrt, da ist das Adikaistei, das Unrecht erleiden, vielmehr schlimmer. Also so wird da unterschieden und nun kommt Kallikles und verweist dem Polos auch noch diese Unterscheidung und sagt, sowas darf überhaupt nicht gelten, dass man hier mit zweierlei Maß misst. Es gibt nur ein Maß und das ist das Maß der Physis. Das nächste Mal werden wir weitere Zeugnisse sehen. Besonders wichtig wird hier werden dieser kostbare Fund eines Stückes von Antiphons Aletai, wo wir wirklich ein Stück theoretischer Prosa eines Sophisten haben und der wird bestätigen das Bild, das wir von Hippias bekommen haben und wird zeigen, dass Kallikles durchaus gerade nicht als Vertreter der Sophistik in Anspruch genommen werden darf, in Rücksicht auf die Frage der Begründung der Sittlichkeit. Also damit schließen wir dann. Robinson David Moore, Robinson David Moore, Robinson David Moore, Robinson David Moore excavation, Robinson David Moore in the Hellenic house, study of the houses, Robinson David Moore metal and miner, Robinson David Moore, 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 the terracottas, Robinson David Moore. Der Gegensatz von vorgegebenen Recht und gegebenen Recht und die Beschränkung der Staatsgewalt auf das gegebene Recht. Wir werden da eingehen auf die Demoskopie, Herrn Schmidtchen und Frau Neumann. Und wir werden uns dann natürlich unsere eigenen Gedanken machen. Und haben Sie persönlich Interesse an irgendwelchen Themen? Soziologische Probleme würden mich sehr interessieren. Ja, Soziologie ist natürlich weit. Wir könnten natürlich in dem Zusammenhang, ja, was könnte man denn in diesem Zusammenhang, was für Sie? Wir könnten natürlich auch die Herrschaftslehre von Max Weber im Zusammenhang mit dem Problem der Volkssouveränität besprechen, also inwieweit Herrschaft und Volkssouveränität dichotomisch gegeneinander stehen oder doch in der Volkssouveränität ein Typ der Weberschen Herrschaft, nämlich die rationale Herrschaft durch die Volkssouveränität legitimiert wird. Aber dieses Thema verlangt natürlich etwas Wissenschaftstheorie und Sie müssen sich natürlich da in die wissenschaftstheoretischen Problematiken einarbeiten, besonders natürlich in die Problematik Wertfreiheit. Sie waren in Frankfurt, kennen Sie mich schon von früher? Nein. Was haben Sie in Berlin studiert? Soziologie, das war aber alles sehr kurz. Ja, haben Sie die Kollegen kennengelernt? Die Kollegen dort? Was haben Sie gehört? Fragen? Mit dem Problem der Volkssouveränität schon beschäftigt? Ja. Wen haben Sie da gehört? Herrn Frankl oder Herrn von der Gablenz? Schon lange her jetzt. Herrn Friedeburg? Ja, dann wollen Sie arbeiten über das Problem der Volkssouveränität. Ja. Haben Sie sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt? Noch nicht näher, nein. Noch nicht näher, also brauchen Sie mal Grundlagenliteratur. Wie sind Sie denn überhaupt zu dem Thema gekommen? Das würde mich interessieren. Würde es interessieren, ja. Ja, wir behandeln im nächsten Semester das Problem der Volkssouveränität und die liberalen Grundrechte. Das Thema wird von uns historisch behandelt
und politologisch-soziologisch. Also der erste Teil unserer Übung wird ein historischer Teil sein, der zweite Teil ein historisch-politologischer Teil. Vielleicht, dass Sie sich das einmal ein bisschen mitschreiben da, dass Sie sich auch mit der Literatur vertraut machen. Also ich erwarte natürlich, dass Sie die Rousseau-Literatur kennen. Können Sie Französisch? Also sehr schade, also wie kommen Sie da dazu überhaupt, politische Wissenschaft zu studieren? L'assiette en laquelle je me trouve le mieux est sain et malade. Platon la recommande. Ihre Rechnung, bitte. Ja, nehme ich mit. Kann ich mich bei Ihnen immatrikulieren? Die Immatrikulation erfordert das Reifezeugnis, sonst weiter nichts. 3 Wochen, die 4. Woche, die laufenden Restaurantrechnungen. Irgendwie müssen wir doch Kannst mal... mir nicht aus der Rippe schneiden, ich hab's jetzt Von nicht. Rippe schneiden ist ja keine Rede, aber wir müssen doch irgendwie mal einen Anfang finden. Wenn ich Ihnen sage, ich kriege den Wechsel in der nächsten Woche, können Sie sich darauf verlassen. Ja, da kann man aber- doch mal eine Ausnahme machen. Liebes Fräulein Grün, bei uns gibt es keine Ausnahmen. Und das mit dem Wechsel, darüber unterhalten wir uns ja nun schon 4 Wochen. Sie sprechen immer von vernunftmäßigen Lösungen. Das Vernünftige ist, dass Sie Ihr Quartier aufgeben und das Haus verlassen. Und wo soll ich hingehen? Ja, liebes Fräulein Grün, wir sind ja nun nicht dazu da, um unseren Gästen nun Quartiere nachzuweisen. Wir sind dazu da, um unsere Gäste zu betreuen. Kriegen Sie mal ein Zimmer. Ja. Wir müssen auf jeden Fall unser Geld haben. Das ist zunächst mal der konkrete Punkt, über den wir uns unterhalten müssen. Aber hören Sie mal, wie kann man denn so kleinlich sein und nicht mal eine Woche warten, wenn ich es Ihnen verspreche? Schön hier. Herr Professor, passen Sie auf, ich brauche einen Rat. Ich meine es gut mit Ihnen. Ich versuche Sie zu erziehen. Eine Bekannte, die kam aus dem Osten. Hier im Westen beging sie Diebstähle. Sie wird im Fahndungsblatt gesucht. Vor allen Dingen müssen Sie viel lesen. Die Gedanken schulen sich beim Lesen. Als ob ein elektrischer Strom über Eisenspäne geht. Das Hirn wie ein geharkter Garten. Ich brauche einen Rat. Wie soll meine Bekannte sich jetzt einrichten? Sie sagen Angst. Ich würde lieber sagen Furcht. Zu wissen, was zu fürchten und zu lieben ist, das ist wichtig zu wissen. Das ist praktisch die ganze Formel. Sie sind eine gute Zuhörerin. Herr Professor, was soll meine Bekannte nun tun? Was? Einen Rat. Das kommt auf den Einzelfall an. Kein Rat ist manchmal besser als ein falscher Rat. Natürlich wäre ein rechter Rat besser als keiner, aber man kann das nicht verallgemeinern. Wenn sie es aufaß und einfach einnahm? Auch das ist strafbar. In sich bringen ist die intensivste Form des An sich Bringens. Wie hieß Ihre Bekannte? Ich glaube, sie ist auch Anita. Im guten Rat ich. Sagt mir, Angelotti, wo ist er? Grüß Gott, liebe Frau. Also, um zum Wesentlichen zu kommen. Sehen Sie, liebe Frau. Wir belassen es Ihnen, welches Ihrer beiden Kinder Hirnschalen entleert werden soll. Sie haben hier freie Wahl. Wir wollen uns nicht einmischen. Seien Sie vernünftig und überlegen Sie gut. Ein Irrtum ist rasch begangen. Dieses System hier ist mit keinem der vorangegangenen totalitären Systeme zu vergleichen. Das ist das Neue daran. Sehen Sie, eine Fliege legt Millionen Eier und alle vergehen sie. Aber die Fliegen bleiben. Ja, das sehe ich ein. Ach, wir müssen alle sterben. Großmama ging uns vorauf. Und du wirst den Himmel erben. Klopfe nur, sie macht dir auf.
Messer, die einem angeworfen werden, nicht übel nehmen. Auch angesichts einer strähnigen Hausfrau oder eines stocktauben Greises die Menschenwürde hochhalten. Wo wollen Sie denn hin? Wo kriegt man denn hier eine Auskunft? Was wollen Sie denn für eine Auskunft? Erst sucht man 2 Stunden Kantine, dann sucht man 2 Stunden Ausgang. Warum die so ein Ding immer wie ein Labyrinth bauen müssen und nicht ein bisschen übersichtlicher? Naja, es dient ja auch anderen Zwecken als ein Labyrinth. Geben Sie mir doch mal. Ich kann Ihnen das Gesabbere nicht anbieten. Hast du eine Ahnung, wo wir hingehen können? Zu mir ist unmöglich. Ach, das gefällt mir nicht in Hotels. Ich bin hier zu Hause. Das ist nicht gut für uns. Hast du eigentlich eine feste Arbeit? Was heißt feste Arbeit? Arbeit? Als Vertreter des Kultusministeriums, Sportreferat, habe ich für die Einladung zu dieser Veranstaltung zu danken. Ich bitte keine besondere Rücksicht auf meine Anwesenheit zu nehmen und dem Verlauf Ihrer Veranstaltung fortzufahren. Danke Ihnen, meine Herren. Herr Ministerialrat, wir freuen uns, dass dieser Besuch ermöglicht werden konnte. Sie sehen jetzt Ausschnitte aus unserer Arbeit mit den Hunden. Darf ich Sie, Herr Ministerialrat, hiermit herzlich willkommen heißen. Ich hoffe, dass im allgemeinen Interesse unserer Arbeit die kulturelle und finanzielle Förderung bald folgen wird. Im Voraus mein besten Dank. Alle Hundeführer bitte auf den Platz. Darf ich bitten, ja? Wir werden Ihnen heute zeigen eine Schau, die aufgebaut ist, zusammengefasst in der Ausarbeitung, was wir normal mit den Hunden üben, um im Verkehr gerecht zu werden. Also die einzige Rasse, die ich nicht leiden kann, sind ja diese Bluthunde. Bluthunde. Ja, Sie haben das verwechselt mit dem Rottweiler. Sie sehen hier 10 verschiedene Hunderassen. 7 davon sind Gebrauchshunderassen.
Aber es wäre zu wünschen, dass alle Hunde zu den Vereinen kommen, sich zu informieren, wie sie ihre Hunde ausbilden, damit die Hunde etwas mehr Freiheit, etwas mehr Bewegungsfreiheit haben. Das ist das Nachteilige für den Hund. Da muss ich als Hundehalter sehen, dass ich dem Hund so viel wie möglich Freiheit geben kann. Er wird es mir immer danken. Immer. Das Fräulein geht spazieren. Ein junger Mann kommt, überfällt sie, beraubt sie und bindet sie an einen Baum fest. Anschließend ergreift er die Flucht, hat sich aber nicht verknüpft in den Gedanken, dass das Fräulein angebunden ist und nicht weg kann. Er hat noch nicht damit gerechnet, dass der Hund des Fräuleins in der Nähe ist. Und mit einem losgemacht wird, der Hund befreit seine ziehen mit dem Hund die Verfolgung auf. Gibst du den Hundeleuten etwas? Das hängt nicht von mir ab. Sport wär's schon. Der hat Gemahlin zu mir gesagt. Das ging ziemlich weit. Die haben dich für meine Frau gehalten. Wenn das nur rauskommt. Das wäre schwierig. Aber ich würde für dich durchs Feuer gehen. Ich würde mit dir nach Afrika gehen. Oder nach Alaska. Wohin auch immer. Und ein neues Leben anfangen. Mach's doch. Ich kann ja nicht die totale Ehe ausrufen. Wie meinst du das? Wenn er merkt, dass ich was merke, dreht er durch. Er dreht mir durch, wenn ich was sage. Wenn ich nichts sage, dreht er auch durch. Also sage ich nichts. Er kann sie nirgends mit hinnehmen. Nach einiger Zeit fragt der Ministerialdirektor, wo ist denn Ihre Frau, Herr Pichote? Man sieht sie überhaupt nicht. Ist sie verreist? Dann tauche ich automatisch aus der Versenkung wieder hervor. Ich sollte einen Beruf lernen. Meinst du, dass es dafür zu spät ist? Was? Ob ich noch was lernen könnte. Kennst du den Satz, ach ernst, was du mich alles lernst? Kann ich noch 10 Minuten hier bleiben, wenn du gehst? Nicht so gern. Es ist riskant. Was ist denn heute los? So feierlicher Aufzug? Ein unbekanntes Notizheft Goethes 1788 ist gefunden worden. Kein Mensch weiß, was drinsteht. Der Minister nimmt das Heftchen entgegen. Und warum müsst ihr dabei sein? So angeordnet. Behrens ist auch da, das ganze Ministerium. Presse, Fernsehen guckt. Die erste Überraschung ist dann die Übergabe des Heftchens. Dann folgt eine Vogelmusik von Messiaen, aber exotische Vögel. Was bringt denn was? Das war schwierig.
Kann ich denn noch ein bisschen hierbleiben? Oder mitgehen? Na, lass mich mal in Ruhe. Ich bekenne mich schuldig. Ich bekenne mich schuldig, Frau Wernet betrogen zu haben. Frau Wernet Betrogen zu haben. eine jetzige Anschrift lautet Mainz Bischofs. Ich habe Sie doch in Wiesbaden gesehen. Und wenn Sie nicht zahlen, zeige ich Sie an. In einem Zeitungsartikel liest sie von Dr. Bauer. Mein Amtsrichter, der saß im Stuhl, dick und fett. Die junge Dame, die über 5, 6, 7 Jahre älter war als ich, die stand stramm vor ihm und wartete auf die Fragen. Er fragte sie, wie sie getan hatte, und es war ganz offensichtlich, dass die junge Dame nicht bereit war, ein Geständnis abzulegen, worauf er also sich behäbig erhoben hat und erklärt: Herr Kollege, wollen Sie so liebenswürdig sein und die Vernehmung fortsetzen? Er nahm den Mantel und verschwand. Und ich setzte mich. Die Dame stand noch immer. Ich stand da, ich setzte mich und sie stand und ich schrieb, was sie sagte, und das dauerte eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde und sie stand noch immer. Und dann war es fertig und dann ging sie. Und wie ich nach Hause ging, dann schämte ich mich. Ich hatte mich vorher schon sehr geschämt und mich eigentlich gefragt, ist das eigentlich rechtens, dass die Juristen sitzen und die armen Beschuldigten stehen? Vormittag. Bis 11 Uhr brauchte sie, um das Justizgebäude zu finden. Im Vorzimmer, unangemeldet, fragte sie nicht schlagkräftig genug, wurde abgewiesen. Ein Universitätsprofessor, der sich gelegentlich mit Amnestiefragen beschäftigte, kannte den Fall Anita G. Er wollte mit dem Generalstaatsanwalt reden, flog dann überraschend nach Chicago. 2 Studenten aus dem SDS sagten, man muss Dr. Bauer informieren. Bald darauf saßen sie im Examen. Wir haben Platz für 16 Angeklagte und 8 Verteidiger. Hier auf der rechten Seite sitzen die Staatsanwälte und Sachverständigen. Präsidium, das ist Ihnen klar. Sie sehen hier angeordnet einen Schalldeckel, möchte ich es mal nennen. Er dient einmal zur besseren Akustik des Raumes, hat aber auch gleichzeitig die Aufgabe, den Präsidiumstisch etwas besser auszuleuchten. Sagen Sie, können Sie sich denken, dass wir eines Tages mal einen Roundtable machen? Wo der Staatsanwalt und der Verteidiger und der Angeklagte und das Gericht um den Tisch herum sitzen und gemeinschaftlich um die Wahrheit kämpfen und um das, was wir Recht nennen. Man kann nicht wie ein Zigeuner herumziehen. Ich habe dir doch gesagt, dass ich ein Neubautzimmer angekauft habe. Ich kann schließlich nicht mehr tun, als den Baukostenzuschuss hinterlegen und warten, bis fertig gebaut ist. Woher hast du den Zuschuss? Das tut nichts zur Sache. Wie hoch ist denn der Zuschuss? Das ist egal. Das ist nicht egal. Woher hast du das Geld?
Ich habe es noch nicht. Das ist doch alles nicht wahr. Wir können ja hinfahren. Die Fahrt hätten wir uns sparen können. Da war doch kein Wort von wahr. Ich hätte zum Beispiel sagen können, ich brauche einen Baukostenzuschuss. Kannst du mir das Geld leihen? Kannst du mir 100 Mark leihen? Im Augenblick geht das nicht, weil meine Frau die Banküberweisungen kontrolliert. Was bedeutet das? Der Wagen hat Telefon. Und das? K. Das heißt, verkehrt nicht vom 25.12. bis 1.1. und vom 8. bis 10.4. Und was bedeutet das? Telefon. Der Wagen hat Telefon. Der Zug. Der Zug hat Telefon. Und was bedeutet das? Das? Zurzeit im starken Gastarbeiterverkehrs in den Sitzwagen nur beschränkt aufnahmefähig. Was heißt denn das? Zurzeit im starken Gastarbeiterverkehrs in den Sitzwagen nur beschränkt aufnahmefähig. Auf Deutsch zwischen 24.12. und 31.12. nicht verkehrbar. Was tun Sie, wurde Herr K. gefragt, wenn Sie einen Menschen lieben? Ich mache einen Entwurf von ihm, sagte Herr K., und sorge, dass er ihm ähnlich wird. Wer? Der Entwurf? Nein, der Mensch. Der Mensch dem Entwurf, ja. Ja, verstehst du das? Klar. Ja, dann Das erklär ist ganz das. einfach. Du hast ein Bild, du hast einen Menschen. Von dem Menschen machst du ein Bild, einen Entwurf. Und wer soll wem ähnlich werden? Und jetzt möchtest du, dass der Entwurf dem Menschen ähnlich wird. Der Entwurf der Menschen? Der Entwurf wird dem Menschen ähnlich. Nein, der Mensch dem Entwurf. Du machst einen Entwurf von dem Menschen, den du gesehen hast. Und sorgst dafür, dass dieser Entwurf dem Menschen ähnlich wird. Nein, der Mensch dem Entwurf, nicht der Entwurf dem Menschen. Nochmal. Ich mache einen Entwurf von ihm, sagte Herr K., und sorge, dass er ihm ähnlich wird. Wer? Der Entwurf? Nein, der Mensch. dem Also der Mensch Entwurf. dem Ja. Hab ich doch gesagt, ne? Der Mensch dem Entwurf. Sie hat mich nie geliebt. Tada. Nein, ihr Herz blieb Kalt, badam. Sie hat mich nie geliebt. Mich nie Weißt du, geliebt. du musst dir die Szene so vorstellen. Philipp, erschüttert über die Untreue seiner Frau. Kann nicht schlafen. Escorial. Morgenstimmung. 2 Leuchter, schwere Leuchter. Niedergebrannt. Philipp, lass. Ausgemergelt am Schreibtisch. Seine Gedanken.
Wenige Minuten später der Großinquisitor. Ganz kam aus Frankreich, wie traurig maß ihr Auge meine grauen Haare. Nein, nie hat sie mich geliebt. Sie hat mich nie geliebt. Wo bin ich? Da find ich jetzt am Ende aller Qualen, wenn sie den Leut zum letzten Gang geleiten. Schlaf. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass sie unruhig ist. Sie log. Das war schade. Kann ich da nicht noch irgendwie helfen? Also ich würde dir raten, nach Nordrhein-Westfalen zu gehen. Hier ist der Unterplag. Mach Schluss. Wie soll man Schluss machen?
Sie werden jetzt hier aufgenommen. Die Angaben, die Sie machen, müssen wahr sein. Das stellt eine öffentliche Urkunde dar. Wenn Sie wissentlich falsche Angaben machen, machen Sie sich strafrechtlicher Verfolgung schuldig, ja? Wann sind Sie geboren? 2.4.37. Und wo bitte? Leipzig. Leipzig, ja. Religion bitte? So, stellen Sie mal schön Ihren Koffer hier ab und die Taschen. Nehmen Sie hier das Badezeug. So, Sie waschen jetzt Ihre Wäsche und dann baden Sie sich ganz gründlich. So, gehen Sie mal hier rein, ziehen Sie sich völlig aus. Den Mantel aus. Gehen Sie mir den Mantel an und probieren Sie mal bitte. Haben Sie auch im Haar nichts? Ja. Gut. Zigaretten können Sie behalten. Eine Tasche schwarz. Ein Spiegel. Kohle können Sie mitnehmen. Ein Pass. Haben Sie einen Pass? Ja. 4 Schlüssel. Eine Binde. Ein leeres Glas. So. Ein Büstenhalter schwarz, ein Schlüpfer schwarz, ein Unterrock schwarz, ein Hüftgürtel schwarz, ein paar Strümpfe. 2 Strickjacken, oder ist das auch noch? Wollen Sie eine Strickjacke eigene haben? Ja. Ja? Eine Strickjacke. Bitte. Ein paar Söckchen. Ein paar Söckchen weiß. Fest, aber Widerstand, dann geht es viel leichter. Und wenn wir keine haben, na, dann gehen wir noch ein bisschen spazieren, nicht? Na, dann wollen wir mal gucken, wie weit steht, nicht? Dann legen wir uns mal schön hin und dann können wir gucken. So. So, dann wollen wir mal gucken. Hm? Und mal fester, wenn der Brustweh kommt, fester drücken. Und die Hände schön an die Beine. So und fest. So, oh, feste. Ach, langsam, langsam. So. So, wenn wieder eine kommt, feste Mutter ist, kommt gleich dann.
Feste. Beim nächsten Mal kriegen wir es. Feste, feste, feste. Siehste, schon dabei. Anita hilft, Unterlagen für ihre Bestrafung zusammenzustellen. Darf ich mal fragen, wo sind Sie denn aufgewachsen? In Leipzig. In Leipzig. In Leipzig. Und dann war ich in Braunschweig. Mhm. Sie waren also immer in größeren Städten. Ja. Sie haben die Volksschule besucht? Ja. Und die Oberschule. Und die Oberschule. Haben Sie Abschluss? Ja. Sie haben Abitur gemacht? Ja. Haben Sie auch einen Beruf gelernt? Ja. Ich habe Stenotypistin und Krankenschwester und Telefonistin gemacht. Ach, das ist ja sehr schön. Da haben Sie ja enorme Möglichkeiten, nachher wieder anzuknüpfen. Ich konnte nicht studieren, weil das Abiturzeugnis nicht galt. Ach. Sie sind ja wahrscheinlich doch etwas länger da. Haben Sie bei der Vernehmung irgendeinen Eindruck gehabt, wie lange bzw. wie hoch Ihre Strafe werden könnte? Ich denke 4 oder 5 Jahre. 4 oder 5 Jahre. Ja, wenn Sie ein bisschen über diese für Sie schlechte Erfahrung hinweg sind und es kommen Fragen, dann möchte ich Ihnen doch sagen, dass Sie uns stellen sollen. Sie brauchen sich nicht auf irgendeine Person festzulegen. Wir haben eine Psychologin, zu der Sie sich hinmelden können, mit der Sie, wenn Sie denken, dass es einfach auch in Ihr Berufsfeld fällt,